Wir haben heute die Chance, die Firma Zaworanski hier bei uns auf dem Stand begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen und schönen guten Morgen. Morgen. Timo Streinebrunner. Schön, dich zu sehen. Sehr gerne. Timo, wir arbeiten seit nunmehr 10, 15 Jahren partnerschaftlich zusammen. Was zeichnet diese Partnerschaft aus? Für uns ist es eben sehr wichtig, mit Oerlikon zusammenzuarbeiten, da wir ein planbarer und verlässlicher Partner haben. Für uns ist es eben wichtig, dass unser Partner auch erreichbar ist, dass er uns supportet und uns auch mit neuen Innovationen und Informationen dann auch zeitgerecht mit auf den Weg nimmt und uns da eben informiert hält. Beschichtungen im Präzisionsformbau haben eine besondere Bedeutung, speziell im Bereich Medizin und Pharmatechnik. Im Hause Zaworanski finden zum Beispiel Beschichtungen wie Balakiutinos, Kronos, Dylin, respektive DLC-Beschichtungen und Primeform als Sicherheit den Einsatz. Was hat das für euch, was hat das für Sie eine besondere Bedeutung? Gut, Beschichtungen sind natürlich heute ein wichtiges Element im Werkzeugbau oder im Präzisionsformbau. Generell gilt, die zentrale Herausforderung bleibt, die Werkzeugmacher stellen industriell hergestellte Unikate her. Die Anforderungen oder die Belastungen an den Stahl, die mechanischen und thermischen Belastungen sind sehr hoch. Mit den aktuellen Designs, mit denen wir konfrontiert sind, auch hohe Komplexität, dünne Wandstärken, lange Fließwege. Und da ist für uns eben wichtig, dass unsere Kavitäten, die wir ja in Präzision bringen, oder den Stahl, den wir in Präzision bringen, mit den Beschichtungen dann auch den Anforderungen standhalten. Gerade im Medizinalbereich dann auch emissionsarme Teile produzieren können. Partikelfreiheit ist hier ein großes Schlagwort. Auch möglichst fettstoffarm oder gar fettstofffrei eben arbeiten richtig. können, ist ein wichtiges Thema, da wir eben halt sehr reine Produktionsanforderungen haben und die Produkte, die ja von den Patienten genutzt werden, beziehungsweise die Patienten auch geschwächt oder eben halt krank sind. Und da muss eben halt eine sehr hohe Sicherheit während der Produktion dann auch eben vorhanden sein. Das bedeutet, in der Konsequenz ist es nicht das Spritzgusswerkzeug selber, sondern es ist letztendlich, sagen wir mal, die Anforderungen an den Kunststoffartikel, der mit entsprechender Reinheit auch nachher in den Reinraum gefertigt wird. Was in der Konsequenz bedeutet, eine Beschichtung sorgt für Emissionsfreiheit, eine Beschichtung sorgt für sichere Zykluszeiten, saubere Entformung, weniger Anhaftung von Kunststoffmaterialien, insbesondere im Bereich der Medizintechnik. Korrekt, das ist für uns ein wichtiges Thema, dass die Werkzeuge eben diesen Anforderungen standhalten, dass wir die Kundenanforderungen erfüllen können. Und neben den Kundenanforderungen haben wir natürlich auch Anforderungen an die Produktionseffizienz, an die Rüstzeit. Das ist ein sehr wichtiges Thema geworden, gerade hier im aktuellen Kontext Europa oder Produktion in Europa oder auch USA. Und des Weiteren auch Gewährleistungs- oder Garantieversprechen, die wir heute abgeben, sind auf jeden Fall höher als vielleicht noch vor 5 Jahren. Und das fällt einfach auch leichter mit der einen Seite auch mit der Erfahrung des Werkzeugmachers, aber eben auch mit den Beschichtungen, die hier einen sehr wertvollen Beitrag leisten. Timo, eine letzte Frage und ich denke mal, die bewegt uns alle. Wir bewegen uns in den letzten 3, 4 Jahren, insbesondere nach Corona, bewegen wir uns in einem schwierigen Umfeld. Darüber hinaus, gerade speziell in der Kunststoffindustrie, bewegen uns Themen PFAS, Recycling, Renewables, alles das sind Themen plus die wirtschaftliche Lage, die uns in irgendeiner Form momentan zu Veränderungen zwingen. Wie siehst du das Thema? Danke für die Frage, Ronald. Auch eine sehr interessante Frage. Den Markt selbst, klar, wir sind aktuell alle unter Druck, das ist schon richtig. Teilweise, finde ich, machen wir den Druck uns auch ein Stück weit selbst. Ich würde mir wünschen, wenn man ein bisschen mehr Mut zur Innovation aufbringen würde, wenn man auch verantwortungsvolle Entscheidungen treffen könnte, die zeitnah oder im zeitlichen Kontext eher getroffen werden. Ich denke, das würde der deutschen oder der europäischen Industrie allgemein sehr helfen. Ansonsten, wir müssen unser Profil schärfen oder wir schärfen unser Profil ständig, wir hinterfragen uns und wie du weißt, wir bauen nicht nur Spritzgusswerkzeuge, sondern wir bieten auch Automationslösungen an. Und das ist für uns ein wichtiges Differenzierungsmerkmal, um eben dem Kunden einen Mehrwert anzubieten, um eben als totaler Lösungsanbieter auch
ein Ansprechpartner sein zu können und die Kommunikation dem Kunden zu vereinfachen und hier innovative Lösungen eben auch anzubieten, die Sie hier auf der Messe auch sicherlich sehen können. Das ist ein guter Vorschlag. Haben wir die Möglichkeit, gegebenenfalls bei Zauranski auf der Messe so ein wenig hinter die Kulissen zu gucken? Sehr gerne. Also wir sind hier in der Halle 1. Hier haben wir unseren Stand mit 2 Exponaten. Sie sind herzlich gerne eingeladen oder ihr seid herzlich gerne eingeladen, bei uns vorbeizukommen. Ganz innovativ jetzt auch nochmal bei der Firma Netztal auf dem Stand in Halle 15, wo wir eine neue Lösung für die Produktion von Autoinjektoren zeigen. Mit einer wesentlich reduzierten Zykluszeit. Hier haben wir es geschafft, die Zykluszeit um 30% zu reduzieren. Aber genau das macht doch auch den Werkzeugbau aus. Das eine ist das Standardgeschäft, das was man letztendlich, sagen wir so, überall kaufen kann. Sicherlich ist Globalität immer wichtig, aber wenn es speziell um Technologien geht oder um Zykluskalten geht oder sogar in Bereiche geht, wo man sagt, alles aus einer Hand, das Spritzgusswerkzeug, die Entwicklung, die Artikelentwicklung, inklusive der Innovation an der Maschine mit der Automatisation spielt eine große Rolle. Von daher die letzte Frage, oder eigentlich war es schon die letzte Frage, aber letztendlich, was für eine Rolle spielen globale Partner wie das Haus Oerlikon im Hause Zauranski? Du hast die Antwort fast schon selbst gegeben. Für uns ist eben wichtig, über den Entstehungsprozess einen Partner dabei zu haben, der uns begleitet. Wir haben neben dem Werk in Freiburg auch ein Werk in Indien, wo wir heute auch Formen für einfachere Medizinalanwendungen bauen. Auch dort sind dann Beschichtungen natürlich ein Thema. Wir arbeiten zentral aus unserem Engineering heraus und wie gesagt, wir wollen auch früh involviert sein in die Projekte mit unseren Kunden. Und wir versuchen euch auch früh zu involvieren, eben schon in der Entstehungsphase, in der Konstruktionsphase, damit wir den richtigen Stahl und die richtige Beschichtung gemeinsam auswählen können, um den maximalen Nutzen oder Mehrwert dann für den Kunden zu generieren. Dann darf ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank und wir nehmen die Einladung an. Sehr gerne. Wir sehen uns gleich hinter den Kulissen. Wir freuen uns. Dankeschön. Bis gleich.